Lektion 1: Erfrischende Entscheidungen. Hi, Anna, möchtest du etwas zu trinken? Hi Mem, ein Drink hört sich wunderbar an. Ich glaube, ich trinke bitte eine Cola. Tolle Wahl. Eine schöne, erfrischende Cola ist perfekt. Definitiv. Manchmal kann man einen Klassiker einfach nicht schlagen. Ich stimme zu. Eine eiskalte Cola hat etwas so Befriedigendes. Pfiuh, es ist eines dieser Getränke, die wirklich ins Schwarze treffen. Völlig. Und sie leisten hier großartige Arbeit, damit es immer köstlich bleibt. Definitiv. Die Kohlensäure ist genau richtig und der Geschmack ist schön und ausgewogen. Vereinbart. Es ist die perfekte Beilage zu unserem Essen. Definitiv. Es ergänzt das Essen sehr gut, ohne aufdringlich zu wirken. Genau. Es ist ein erfrischendes, den Gaumen reinigendes Getränk. Pfiuh. Und es ist auch genau das richtige Maß an Süße. Das hast du richtig verstanden. Eine Cola ist eine zuverlässige und angenehme Wahl. Definitiv. Es ist nicht ohne Grund ein Klassiker. Er ist kaum zu schlagen. Ich kann nur zustimmen. Es ist eine Publikumslieblingsoption, die nie enttäuscht. Ja, eine gute, altmodische Cola ist immer eine sichere Wahl. Definitiv. Ich bin froh, dass wir uns beide für die Cola entschieden haben. Sie ist die perfekte Erfrischung. Lektion 2: Eine neue Perspektive. Hi, Anna. Ich wollte dich etwas fragen, was mir in letzter Zeit durch den Kopf ging. Haben Sie von den Problemen rund um die Polizei gehört? Ja, das habe ich. Es war ein ziemlich komplexes und kontroverses Thema, nicht wahr? Absolut. Es scheint, als ob der gesamten Institution nie wirklich eine faire Chance auf Erfolg gegeben wurde. Sie haben recht. Es gab von Anfang an so viele vorgefasste Meinungen und Vorurteile dagegen. Genau. Zu viele Menschen hatten zu lange damit verbracht, die Polizei zu dämonisieren und falsch darzustellen. Das ist ein guter Punkt. Es ist fast so, als wäre das System zum Scheitern verurteilt, bevor es überhaupt die Chance hatte, richtig Gestalt anzunehmen. Genau. Es war einfach zu viel Ballast und Negativität damit verbunden, als dass es jemals wirklich gedeihen konnte. Es ist wirklich bedauerlich. Ich denke, ein neuer Ansatz mit einem offenen Geist hätte den entscheidenden Unterschied machen können. Definitiv. Wenn wir bereit gewesen wären, ihm eine echte Chance zu geben und die zugrunde liegenden Probleme anzugehen, wäre das Ergebnis möglicherweise ganz anders ausgefallen. Pfiuh. Stattdessen scheint es, als wäre die Polizei im Grunde eine Tottgeburt gewesen. Sie hatte nie wirklich eine Chance zum Kampf. Das ist eine wirkungsvolle Art, es auszudrücken. Es ist, als hätten die Skepsis und die Feindseligkeit ihm gegenüber verhindert, dass es jemals Wurzeln schlagen und gedeihen konnte. Ja, und das ist so schade, denn eine gut funktionierende Polizei ist so entscheidend für eine gesunde und sichere Gemeinschaft. Definitiv. Es ist ein Thema, das eindeutig mit einer objektiveren, lösungsorientierten Denkweise neu betrachtet werden muss. Ich stimme zu. Wir müssen bereit sein, unsere Vorurteile und Vorurteile loszulassen, um einen besseren Weg nach vorne zu finden. Gut gesagt. Es wird eine Menge harter Arbeit erfordern, aber es ist eine Herausforderung, vor der wir nicht zurückschrecken dürfen. Pfiuh.
Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass man nicht zumindest versuchen könnte, ein wirksameres und gerechteres System zu schaffen. Definitiv. Es ist ein komplexes Thema, aber es lohnt sich, es direkt anzugehen. Lektion 3: Die offene Straße. Hi, Anna. Ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Was halten Sie davon, während unseres Aufenthalts ein Auto zu mieten? Das ist eine tolle Idee, John. Ein Auto zu mieten würde uns die Freiheit geben, die Gegend in unserem eigenen Tempo zu erkunden. Genau. Wir wären nicht an öffentliche Verkehrsmittel oder Tourpläne gebunden. Definitiv. Wir könnten anhalten, wann und wo immer wir wollen, um die Sehenswürdigkeiten wirklich zu genießen. Absolut. Außerdem wäre es viel bequemer, sich fortzubewegen. Ich stimme zu. Wir könnten mehr Fläche abdecken und mehr von der Gegend sehen. Definitiv. Es würde unserer Reise ein völlig neues Maß an Flexibilität verleihen. Definitiv. Und wir könnten uns sogar an einige Orte wagen, die sonst vielleicht schwerer zu erreichen wären. Genau. Ein Mietwagen würde uns noch viel mehr Möglichkeiten eröffnen. Ich bin wirklich begeistert von dieser Idee, John. Es wird unsere Reise viel angenehmer machen. Ich freue mich, dass es dir genauso geht. Ein Auto zu mieten wird das Spiel verändern. Phew. Es wird uns die Freiheit geben, die Gegend in unserem eigenen Tempo zu erkunden. Genau. Sie müssen sich nicht mehr durch Fahrpläne oder öffentliche Verkehrsmittel eingeschränkt fühlen. Definitiv. Dies wird unsere Reise noch unvergesslicher und erfüllender machen. Ich kann nur zustimmen, Anna. Für diese Reise empfiehlt es sich, ein Auto zu mieten. Lektion 4: Korruption bekämpfen. Hi, Anna. Ich wollte deine Meinung zu etwas erfahren, worüber ich gelesen habe. Haben Sie von den Problemen der Regierungskorruption in einigen Ländern gehört? Ja, das habe ich leider. Es handelt sich um ein wirklich besorgniserregendes Problem, das in bestimmten Teilen der Welt weit verbreitet zu sein scheint. Absolut. Es ist einfach ärgerlich zu sehen, wie Beamte die Steuergelder der Menschen missbrauchen. Ich weiß, es ist so frustrierend. Es macht die Menschen ärmer und untergräbt das Vertrauen in das System. Genau. Und darüber hinaus gibt es Unternehmensmanager, die ihre eigenen zwielichtigen Praktiken betreiben. Puh, das ist einfach ein Teufelskreis. Die Korruption scheint einfach alle Ebenen der Gesellschaft zu durchdringen. Definitiv. Es ist entmutigend zu sehen, wie viel Schaden es für die Entwicklung und den Wohlstand eines Landes anrichten kann. Sie haben recht. Es steht den Menschen Ressourcen und Chancen, die sie am meisten brauchen. Absolut. Es ist ein großes Hindernis für den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt. Definitiv. Es muss etwas getan werden, um diese korrupten Personen zur Rechenschaft zu ziehen. Ich stimme zu. Es müssen strengere Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und Durchsetzung eingeführt werden. Definitiv. Es bedarf einer konzertierten Anstrengung, um dieses tiefsitzende Problem auszumerzen. Absolut. Aber es ist so wichtig, dass wir es tun zum Wohle der Menschen und des Landes als Ganzes. Ich kann nur zustimmen.
Korruption ist ein Krebsgeschwür, das beseitigt werden muss, wenn es zu echten Veränderungen kommen soll. Genau. Es wird ein langer und schwieriger Kampf sein, aber er muss ausgefochten werden. Lektion 5: Der Sturm des Winters. Hi Anna, hast du die Wettervorhersage für heute gesehen? Sie rufen nach Schneegestöber. Ah, wirklich. Das ist interessant. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor Schneegestöber gesehen habe. Oh, dann werden Sie sich freuen. Es sind diese zarten kleinen Flocken, die einfach vom Himmel herabtanzen. Das klingt absolut bezaubernd. Ich kann es kaum erwarten, sie persönlich zu sehen. Es ist wirklich ein wunderschöner Anblick. Die Art und Weise, wie sie glitzern und durch die Luft schweben, ist einfach faszinierend. Ich ich kann mir vorstellen, dass es wie ein kleines Winterwunderland wäre. Definitiv. Es ist eines dieser einfachen Vergnügen, die die Jahreszeit wirklich magisch machen können. Ich bin so aufgeregt, es zum ersten Mal zu erleben. Bleibt das Gewitter am Boden hängen? Normalerweise nicht. Normalerweise schmelzen sie bei Kontakt einfach, so dass sich auf dem Boden eigentlich kein Schnee ansammelt. Ah, ich verstehe. Aber schon allein der Anblick, wie sie fallen, wäre ein erstaunliches Erlebnis. Absolut. Es ist wie eine kleine Darbietung der Natur, nur damit wir sie genießen können. Ich liebe diese Art, darüber nachzudenken. Ein zarter Wintertanz nur für uns als Zeuge. Genau. Es ist eine kleine Erinnerung an die Schönheit und das Wunder, das in den einfachsten Dingen zu finden ist. Ich kann es kaum erwarten, mich einzupacken und nach draußen zu gehen, um es mir selbst anzusehen. Es wird magisch sein. Du wirst es lieben, Anna. Es ist so ein besonderer und flüchtiger Moment des Winterzaubers. Lektion 6: Tropische Tagträume. Wurf, Anna, die tropischen Fruchtsäfte, die du trinkst, sehen absolut köstlich aus. Ich bin so eifersüchtig. Ich weiß nicht, sie sind einfach göttlich. Die Aromen sind so hell und erfrischend. Ich kann es mir vorstellen. Was würde ich nicht dafür geben, gerade an so etwas zu nippen? Ah, das gleiche hier. Da sehne ich mich nach einem Strandurlaub. Du sagst es mir. Ich könnte jetzt wirklich einen tropischen Kurzurlaub gebrauchen. Definitiv. Im Sand verlänzen, den Wellen lauschen und frische, fruchtige Getränke genießen. Ah, das klingt nach purer Glückseligkeit. Ich muss bald mit der Planung einer solchen Reise beginnen. Da bitte. Wir sollten gemeinsam etwas planen. Es würde so viel Spaß machen. Absolut. Ich träume bereits von der warmen Sonne, dem kristallklaren Wasser und der üppigen Vegetation. Joch, und Sie können die fantastische lokale Küche und die tropischen Cocktails probieren. Oh Mann, jetzt machst du mir richtig Lust darauf. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn ich nur daran denke. Ah, tut mir leid. Aber hi, zumindest können wir diese Säfte vorerst stellvertretend durchleben. Stimmt, wahr. Obwohl es einfach nicht das Gleiche ist, wie persönlich dort zu sein, wissen Sie? Ich weiß.
Aber denken Sie nur daran, wie unglaublich es sein wird, wenn wir es tatsächlich erleben dürfen. Du hast recht, es wird es noch viel süßer machen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung unseres tropischen Urlaubs zu beginnen. Lektion 7. Risotto meistern. Hi Anna, ich habe gehört, dass du daran gearbeitet hast, deine Fähigkeiten in der Risotto-Zubereitung zu perfektionieren. Wie läuft das? Oh, es war ein interessanter Prozess, muss ich sagen. Risotto kann etwas knifflig sein, aber ich habe den Dreh raus. Wirklich? Ich dachte immer, Risotto sei ein ziemlich kompliziertes Gericht in der Zubereitung. Ist das nicht ziemlich arbeitsintensiv? Wissen Sie, es erfordert etwas Geduld und Aufmerksamkeit, aber es ist nicht so schwierig, wie es zunächst scheinen mag. Ach, interessant. Was ist das Geheimnis, es genau richtig zu machen? Nun, das Wichtigste ist rühren, rühren, rühren. Sie müssen den Reis während des Kochens sehr sorgfältig ständig umrühren. Ah, ich verstehe. Es kommt also auf die praktische Herangehensweise an, nicht wahr? Ja, und Sie müssen die Brühe in kleinen Portionen hinzufügen, damit sie absorbiert werden kann, bevor Sie weitere hinzufügen. Ah, ich verstehe. Es ist also ein langsamer und stetiger Prozess, bei dem nicht einfach alles auf einmal hineingeworfen wird. Ja, es erfordert etwas Zeit und Aufmerksamkeit, aber die Ergebnisse sind es absolut wert. Ich kann es mir vorstellen. Ein perfekt cremiges, al dente Risotto muss göttlich sein. Das ist es wirklich. Die Textur ist einfach zufriedenstellend und man kann mit den Aromen so kreativ werden. Ich wette, es scheint die Art von Gericht zu sein, die ihre Kochkünste wirklich unter Beweis stellen könnte. Definitiv. Es ist die Art von Dingen, die Menschen beeindrucken, wenn man es auf den Punkt bringt. Nun, ich bin beeindruckt, als ich gerade von deiner Risotto-Reise höre, Anna. Schön gemacht. Oh, danke, John. Ich lerne immer noch, aber es war ein wirklich lohnender Prozess. Ich bin sicher, wenn Sie jemals Ihre Risotto-Fähigkeiten unter Beweis stellen möchten, bin ich gerne als Geschmackstester dabei. Lektion 8. Eine kühlende Brise. Entschuldigung, Anna, weißt du zufällig, ob das Hotel Ventilatoren zur Verfügung hat? Oh, es tut mir leid, John, aber wir haben im Moment keine Fans zur Verfügung. Das Hotel ist völlig ausverkauft. Verdammt, das ist schade. Es wird etwas stickig hier drin und ich hatte gehofft, dass es etwas abkühlt. Ich weiß, es kann ziemlich warm werden. Haben Sie versucht, die Fenster zu öffnen, um frische Luft hereinzulassen? Ich habe es getan, aber es weht kaum eine Brise durch. Ich hatte wirklich auf einen schönen, kühlenden Ventilator gehofft. Das ist eine Schande. Lassen Sie mich sehen, ob ich eine alternative Lösung für Sie finden kann. Das würde ich wirklich schätzen, Anna. Alles, was hilft, dieser Hitze zu trotzen, wäre großartig. Okay, lass mich nachdenken. Vielleicht könnten wir versuchen, etwas mit einem Kastenventilator oder einer tragbaren Klimaanlage aufzurüsten. Das ist eine kreative Idee. Ich bin offen dafür, alles zu versuchen, damit hier etwas Luft zirkulieren kann. Großartig, lass mich das mal überprüfen. Ich werde sehen, was ich mir einfallen lassen kann, um Ihnen etwas Linderung von der Hitze zu verschaffen. Großartig. Vielen Dank, Anna. Dafür bin ich dir wirklich etwas schuldig.
Mach dir darüber keine Sorgen, John. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Bleiben Sie in der Zwischenzeit cool. Wird tun. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich hier die Mühe gemacht haben. Es ist ein Lebensretter. Lektion 9. Trinkstation. Hi, Anna. Ich konnte nicht anders, als zu bemerken, dass du diese Wassergläser eins nach dem anderen geleert hast. Oh ja, ich versuche heute super hydriert zu bleiben. Mein Ziel ist es, mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag zu trinken. Wolf, das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, konstant so viel Wasser zu trinken. Ah, ich weiß, es erfordert etwas Hingabe. Aber Flüssigkeitszufuhr ist besonders bei dieser Hitze so wichtig. Du hast vollkommen recht. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel, besonders wenn es so warm draußen ist. Ja, ich habe festgestellt, dass es zur Gewohnheit wird, wenn ich mich bewusst bemühe, den ganzen Tag über Wasser zu trinken. Das macht Sinn. Und ich wette, Sie fühlen sich viel besser, wenn Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, oder? Definitiv. Ich habe viel mehr Energie und meine Haut sieht sogar gesünder aus. Interessant. Ich wusste nicht, dass die Vorteile so spürbar sein könnten. Vielleicht sollte ich versuchen, meine Wasseraufnahme zu erhöhen. Das solltest du auf jeden Fall. Es macht so einen Unterschied. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Okay, du hast mich überzeugt. Von nun an werde ich mir große Mühe geben, mehr Wasser zu trinken. Das ist großartig, John. Wenn Sie Hinweise benötigen, teile ich Ihnen gerne meine Tipps zur Flüssigkeitszufuhr mit. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich bin mir sicher, dass Ihr Rat sehr hilfreich sein wird, wenn ich mich an diese neue Gewohnheit gewöhne. Jederzeit. Es ist so wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, und ich freue mich, dass ich Sie dazu inspirieren konnte, dasselbe zu tun. Definitiv. Ein Hoch auf die bessere Flüssigkeitszufuhr für uns beide. Lektion 10. Streetfood-Abenteuer. Hi, Anna. Ich habe gehört, dass du gestern etwas von dem lokalen Streetfood probiert hast. Wie war es? Oh, es war unglaublich, John. Die Aromen waren so lebendig und authentisch. Das ist toll zu hören. Ehrlich gesagt war ich immer etwas zögerlich, Streetfood zu probieren. Ich verstehe das Zögern, aber solange man sich für stark frequentierte Stände mit hohem Umsatz entscheidet, ist das normalerweise vollkommen sicher. Gut zu wissen. Und wie sieht es mit der Sauberkeit aus? Das ist eines meiner Hauptanliegen bei Streetfood. Das ist berechtigt, aber wenn Sie nach Ständen suchen, die gut gepflegt zu sein scheinen, ist das im Allgemeinen kein Problem. Okay, das werde ich mir merken. Welche konkreten Gerichte haben Sie probiert? Oh Mann, wo fange ich ein? Die würzigen Currypuffs waren nicht von dieser Welt und die Smoothies mit frischen Früchten waren ein Traum. Oh, das hört sich unglaublich an. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn ich nur daran denke. Glauben Sie mir, es war eine Geschmacksexplosion. Ich wünschte, ich hätte etwas mitbringen können, damit du es probieren kannst. Keine Sorge, ich muss das nächste Mal einfach mitkommen und alles aus erster Hand erleben. Hilf. Gerne führe ich Sie herum und stelle Ihnen die besten Streetfood-Spots vor. Das klingt nach einem Plan. Ich fühle mich jetzt viel zuversichtlicher, es auszuprobieren.
Großartig, ich kann es kaum erwarten. Machen Sie sich einfach darauf gefasst, dass Ihre Geschmacksnerven auf eine wilde Fahrt mitgenommen werden. Ha, ich bin so da. Das wird ein Abenteuer, das ich so schnell nicht vergessen werde. Lektion 11: Religiöse Gräben überwinden. Hallo Anna, ich habe dieses Buch über die komplexe Beziehung zwischen Religion und Politik gelesen. Es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Oh, das ist ein interessantes und sensibles Thema. Welche Kernpunkte sind Ihnen besonders aufgefallen? Nun, der Autor spricht viel über das Konzept des real existierenden Islam und wie diese zur Rechtfertigung bestimmter politischer und sozialer Agenden genutzt werden kann. Ah, ich verstehe. Es handelt sich gewiss um ein komplexes Thema mit einer langen und kontroversen Geschichte. Absolut. Das Buch untersucht, wie religiöse Institutionen und Machtstrukturen mit der Staatsmaschinerie verflochten werden können. Das ist ein berechtigter Punkt. Religion kann manchmal als Instrument zur Festigung und Ausübung politischer Macht eingesetzt werden. Genau. Und oft führt es dazu, dass bestimmte Gruppen ausgegrenzt oder unterdrückt werden. Sie haben recht. Es handelt sich um eine beunruhigende Dynamik, die zu zahlreichen Konflikten und Menschenrechtsverletzungen führen kann. Definitiv. Der Autor betont wirklich die Notwendigkeit, sozusagen Kirche und Staat zu trennen. Es ist schwierig, dieses Gleichgewicht zu finden, aber es ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer gerechten und integrativen Gesellschaft. Ich stimme zu. Es ist ein heikles Thema, das aber meiner Meinung nach offener und ehrlicher angegangen werden muss. Ruf. Wenn es um Religion und Politik geht, gibt es viele Nuancen und historischen Kontext zu entschlüsseln. Absolut. Es ist ein Thema, das eine nachdenkliche, differenzierte Diskussion und keine reflexartigen Reaktionen verdient. Definitiv. Der Schlüssel liegt darin, mit Empathie und der Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen, an die Sache heranzugehen. Gut gesagt, Anna. Das war ein wirklich zum Nachdenken anregendes Gespräch. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie diesbezüglich mit mir zusammenarbeiten. Natürlich, John. Solche wichtigen Diskussionen müssen wir führen, auch wenn sie manchmal herausfordernd sein können. Vereinbart. Vielen Dank für Ihren Einblick und dafür, dass Sie mir dabei geholfen haben, dieses komplexe Thema auf konstruktive Weise zu untersuchen. Lektion 12: Wochenwanderungen. Hi Anna, ich habe mich gefragt, ob du Empfehlungen für interessante Wochenendausflüge hast, die wir unternehmen könnten. Ich verspüre das Bedürfnis, die Stadt für eine Weile zu verlassen. Oh, das ist eine tolle Idee, John. Es brennt mir in den Fingern, noch mehr über mich selbst zu erfahren. Wohin wollten Sie denn gehen? Nun, ich bin offen für Vorschläge. Was war der interessanteste Ort, den Sie während eines Wochenendausflugs besucht haben? IMM, das ist eine schwierige Frage. Es gab so viele tolle Ausflüge, aber einer, der wirklich herausragte, war der, als ich ein paar Stunden entfernt in diese charmant kleine Küstenstadt fuhr. Oh, eine Küstenstadt, oder? Das hört sich wunderbar an. Was hat es so besonders gemacht? Zunächst einmal war die Landschaft einfach atemberaubend. Die felsigen Klippen, die tosenden Wellen, die malerischen kleinen Geschäfte und Cafés. Es war, als würde man in ein Bilderbuch eintauchen. Wow, das klingt wirklich großartig. Ich liebe die Idee, der Hektik der Stadt zu entfliehen und eine ruhigere, malerischere Umgebung zu genießen. Ruf.
Und die Stadt hatte eine wundervolle, entspannte Atmosphäre. Die Leute waren auch so freundlich und einladend. Das ist genau die Art von Kurzurlaub, die ich jetzt gebrauchen könnte. Gibt es noch weitere Tipps oder sehenswerte Orte, die Sie empfehlen würden? Nun, da war diese tolle kleine Fischhütte direkt am Hafen, die die frischesten und köstlichsten Austern hatte, die ich je gegessen habe. M&M, frische Meeresfrüchte am Wasser. Du verkaufst mich hier wirklich, Anna. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ah, ich weiß, Bruder. Und die Sonnenuntergänge über dem Meer waren einfach atemberaubend. Es war die perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Okay, Sie haben offiziell mein Interesse geweckt. Beginnen wir mit der Planung eines kleinen Wochenendausflugs an die Küste, ja? Vesuv, ich kann es kaum erwarten, Ihnen alle verborgenen Schätze zu zeigen, die ich entdeckt habe. Es wird eine fantastische Reise, das weiß ich einfach. Daran habe ich keinen Zweifel. Danke für die tolle Empfehlung, Anna. Das ist genau die Art von Abenteuer, die ich brauche. Lektion 13. Fallstricke bei der Privatisierung. Hallo Anna, ich habe über den besorgniserregenden Trend der Privatisierung in bestimmten öffentlichen Sektoren gelesen. Es macht mir wirklich Sorgen. Ich weiß, es ist ein besorgniserregendes Problem. Der Entzug von Ressourcen und lebenswichtiger Ausrüstung sowie die Privatisierung wichtiger Dienstleistungen können verheerende Auswirkungen haben. Genau. Es scheint, dass die Grundlagen des Gemeinwohls zugunsten gewinnorientierter Pläne ausgehöhlt werden. Vesuv. Und die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft tragen am Ende oft die Hauptlast dieser Veränderungen. Definitiv. Es ist weit entfernt von den Grundsätzen der Gleichheit und Zugänglichkeit, die den wesentlichen öffentlichen Dienstleistungen zugrunde liegen sollten. Ich kann nur zustimmen, John. Es ist ein schiefer Abhang, der zur Marginalisierung derjenigen führen kann, die am meisten Unterstützung benötigen. Vereinbart. Wir müssen einen Weg finden, diese lebenswichtigen Ressourcen und Dienste im öffentlichen Bereich zu halten, wo sie hingehören. Definitiv. Andernfalls besteht die Gefahr, dass eine noch stärker gespaltene und ungerechtere Gesellschaft entsteht. Genau. Dies ist ein Thema, das sowohl von politischen Entscheidungsträgern als auch von besorgten Bürgern ernsthafte Aufmerksamkeit und Maßnahmen verdient. Pfiuh. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Stimme erheben und uns für die Wahrung des Gemeinwohls einsetzen. Ich kann nur zustimmen, Anna. Dies ist ein lohnenswerter Kampf zum Wohle unserer Gemeinschaften und künftiger Generationen. Einverstanden, John. Wir können es uns nicht leisten, zu diesem kritischen Thema zu schweigen. Auf keinen Fall. Es ist Zeit, aufzustehen und unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Lektion 14. Den Moment einfangen. Hi Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit viele Fotos gemacht hast. Steigen Sie in die Fotografie ein. Also ja, ich habe tatsächlich eine echte Leidenschaft dafür entwickelt. Ich liebe es, alltägliche Momente und kleine Details festzuhalten, die sonst vielleicht unbemerkt bleiben würden. Das ist so cool. Ich kann mir vorstellen, dass es ein wirklich lohnendes Hobby sein muss. Was macht Ihnen an der Fotografie am meisten Spaß? Nun, ich finde, dass es mir wirklich hilft, langsamer zu werden und die Welt um mich herum bewusster zu genießen. Es hat etwas Magisches, einen Moment in der Zeit einfrieren zu können.
Ich kann den Reiz sehen. Es muss erstaunlich sein, auf diese festgehaltenen Momente zurückzublicken und sie noch einmal zu erleben. Puh. Und ich liebe die kreative Herausforderung, eine Aufnahme zu gestalten, mit Licht und Komposition zu spielen und die Schönheit im Gewöhnlichen zu finden. Das ist eine wirklich interessante Perspektive. Ich kann mir vorstellen, wie es Ihr künstlerisches Empfinden anregen würde. Definitiv. Und es macht einfach so viel Spaß, weißt du. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen und interessanten Motiven zum Fotografieren. Das ist großartig, Anna. Es klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit, sich mit der Welt auseinanderzusetzen und sich auszudrücken. Es ist es wirklich. Wenn Sie Interesse haben, teile ich gerne irgendwann einige meiner Lieblingsfotos mit Ihnen. Das würde mir gefallen. Ich wäre neugierig, die Welt durch Ihre Linse zu sehen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, es Ihnen zu zeigen. Die Fotografie ist zu einer meiner lohnenden Leidenschaften geworden. Ich freue mich, das zu hören, Anna. Es ist inspirierend zu sehen, wie begeistert Sie von einem kreativen Ventil wie diesem sind. Lektion 15. Öffentliches Reden nutzen. Hi, Anna. Ich habe gehört, dass du neulich bei der Arbeit eine große Präsentation gehalten hast. Wie ist es gelaufen? Es war ehrlich gesagt etwas nervenaufreibend, aber ich denke, am Ende ist es wirklich gut gelaufen. Das ist toll zu hören. Öffentliches Reden kann eine so entmutigende Aufgabe sein, aber es hört sich an, als hätten Sie es wie ein Profi gemeistert. Na ja, ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich ein Profi bin. Es erforderte auf jeden Fall viel Vorbereitung und Übung, um durchzukommen. Ich kann es mir vorstellen. Aber dass Sie Ihre Nerven strapaziert und eine gelungene Präsentation abgeliefert haben, ist wirklich beeindruckend. Danke, John. Es war definitiv eine Herausforderung, aber ich bin froh, dass ich mich dazu gedrängt habe. Absolut. Dieser erste Schritt ist oft der schwierigste Teil. Haben Sie Tipps für andere, die Angst vor öffentlichen Reden haben könnten? Nun, ich fand, dass es wirklich hilfreich war, ein paar Mal tief durchzuatmen und mich daran zu erinnern, präsent zu bleiben. Und mit einem kleinen Publikum mit geringem Druck zu beginnen, kann eine gute Möglichkeit sein, Selbstvertrauen aufzubauen. Das macht sehr viel Sinn. Diese Erdungstechniken anzuwenden und sich schrittweise nach oben zu arbeiten, scheint ein kluger Ansatz zu sein. Definitiv. Und denken Sie daran, es ist normal, ein wenig Angst zu haben. Der Schlüssel liegt darin, zu lernen, damit umzugehen, anstatt sich davon zurückhalten zu lassen. Toller Rat. Ich denke, viele Menschen könnten davon profitieren, diese Botschaft zu hören. Ich stimme zu. Öffentliches Reden ist eine Fähigkeit, die durch Übung und Selbstmitgefühl entwickelt werden kann. Nun, ich freue mich, dass Sie Ihre Nervosität überwinden und eine erfolgreiche Präsentation halten konnten. Du solltest wirklich stolz auf dich sein. Danke, John. Es bedeutet uns sehr viel, Ihre Unterstützung zu haben. Ich fühle mich jetzt definitiv sicherer, was das öffentliche Reden angeht. Das ist wunderbar zu hören. Mach weiter so, Anna. Du bist eine Inspiration.